Die Geschichte der albanischen Nachbarn wäre ohne albanisches Blut oft anders verlaufen. Stell dir vor, du kämpfst für deine Nachbarn, rettest ihre Hauptstadt und nur 70 Jahre später erklären sie dein Volk zum Feind. Stell dir vor, du bist der Nationalheld eines Landes, aber deine wahre Identität muss verschwiegen werden. Und stell dir vor, die mächtigsten Nationen der Welt setzen sich an einen Tisch und beschließen, dich von der Landkarte zu reißen. Was ich euch jetzt erzähle, ist keine Theorie. Es ist die verschwiegene Geschichte eines Landes, das von Europa 2 Jahrhunderte lang verraten wurde. Es ist die Geschichte Albaniens. Und sie beginnt nicht mit Krieg, sondern mit einem Akt unglaublicher Tapferkeit. Im Jahr 1806 stand der serbische Aufstand gegen die Osmanen vor einer unbezwingbaren Mauer, der Festung von Belgrad. Es war ein Albaner, der den Sieg ermöglichte. Kondo Bimbashi, ein erfahrener Krieger, schlich sich mit einer Handvoll Männern an die Wachen heran. Er sprach die Sprache der Besatzer, kannte ihre Parolen und öffnete von innen das Sava-Tor. Erst durch diesen albanischen Heldenmut konnten die serbischen Truppen die Stadt befreien. Doch die Dankbarkeit der Geschichte war bitter. Nur 70 Jahre später wurde das Volk dieses Befreiers zum größten Feind erklärt. Der Verrat folgte im Winter 1877. Während des russisch-osmanischen Krieges wurden die Albaner im Norden zum bloßen Bauernopfer. In der Region um Niš, Vranje und Kuršumlija begannen serbische Truppen eine systematische Vertreibung. Hunderttausende Menschen, die sogenannten Muhadžir, wurden aus ihrer Heimat gejagt. Das Osmanische Reich verkaufte dieses Land beim Berliner Kongress, um den eigenen Untergang hinauszuzögern. Es war dieser doppelte Verrat, der die Geburtsstunde des albanischen Widerstands markierte, die Gründung der Liga von Prizren. Doch der Verrat im Norden war nicht die einzige Wunde. Im Süden verschwand eine ganze Kultur durch die schleichende Macht der Assimilierung. Lange vor der Konferenz von London waren es orthodoxe Albaner, bekannt als Arvaniten, die das Fundament für das moderne Griechenland legten. Namen wie Marco Bocciari, Andrea Miauli oder die legendäre Kapitänin Laskarina Bubulina sind heute Nationalhelden, doch ihre Muttersprache war Albanisch. Doch auch hier war der Dank flüchtig. Mit dem Aufstieg der Megali-Idea im späten 19. Jahrhundert begann ein Prozess der Verdrängung. Eine jahrtausendealte Kultur verschwand im Namen eines homogenen Nationalstaates. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war dieser Schmerz noch immer präsent. In London entfaltete sich nun das eigentliche diplomatische Verbrechen. An einem langen Konferenztisch saßen die Vertreter der 6 Großmächte. Man muss verstehen, die Albaner standen 1913 nicht nur gierigen Nachbarstaaten gegenüber, sondern einer geschlossenen Front der Weltmächte. Während die albanische Identität um ihr nacktes Überleben kämpfte, wurden die Gebietsansprüche der Nachbarn mit französischem Gold, russischen Waffen und britischer Diplomatie legitimiert. Großbritannien opferte die albanischen Gebiete auf dem Altar des europäischen Friedens. Die serbische Armee rückte derweil unerbittlich vor. Als ihre Flagge schließlich die Küste in Durrës erreichte, bedeutete dies für die Albaner eine Wiederholung des Traumas von Niš. Erst als Wien mit Krieg drohte, musste Belgrad die Küste räumen. Doch der Preis war die Zerstückelung im Landesinneren. Um die Nachbarstaaten für den verlorenen Meereszugang zu entschädigen, gaben die Großmächte dem russischen Drängen nach. Kosovo, Teile Nordalbaniens sowie die Städte Ulcin, Tuci, Dibra und Struga wurden abgetrennt. Das Urteil von London war mehr als nur eine Grenzziehung auf Papier. Es war eine gezielte Amputation des religiösen Gefüges der Nation. Slawische und griechische Nationalisten versuchen heute oft, die Albaner als Verräter darzustellen, da sie mehrheitlich muslimisch sind. Doch sie verschweigen die historische Wahrheit.
Die Albaner waren es, die unter Helden wie Skanderbeg 25 Jahre lang den härtesten Widerstand gegen die osmanische Expansion leisteten und das christliche Europa schützten, als andere bereits gefallen waren. Die heutige muslimische Mehrheit ist kein Beweis für Verrat, sondern das Resultat einer brutalen Politik der Nachbarn. In den Gebieten, die 1913 geraubt wurden, lebten Hunderttausende albanische Christen. Doch wer orthodox war, wurde zwangsweise als Grieche oder Slave deklariert. Katholiken hingegen wurden oft mit Gewalt zur Orthodoxie gezwungen. Wer muslimisch blieb, wurde in massiven Vertreibungsaktionen als vermeintlicher Türke in die Türkei deportiert. Diese Grenzziehung erdrosselte auch ein jahrtausendealtes Wirtschaftssystem. Während die Christen assimiliert wurden, wurde der Islam in Regionen wie Kosovo zum letzten Schutzwall. Er bildete eine kulturelle Barriere, die eine vollständige Verschmelzung mit den Invasoren verhinderte. In den verstümmelten Grenzen blieb eine muslimische Mehrheit zurück. Nicht aus freier Wahl, sondern weil die großen christlich-albanischen Zentren von den Großmächten verschenkt worden waren. Um das zerrissene Gebilde zu führen, installierten die Mächte Wilhelm zu Wied. Ein Fremder in einem Land, das die Großmächte bereits verstümmelt hatten. Seine Herrschaft war ein zum Scheitern verurteiltes Experiment. Im September 1914 floh er vor den Wirren des heraufziehenden Weltkrieges und überließ Albanien erneut seinem Schicksal. Heute behaupten die Nachbarstaaten oft, die Unabhängigkeit von Kosovo sei lediglich ein künstliches Geschenk der USA. Doch diese Sichtweise verdreht die Geschichte ins Groteske. Während die Albaner fast 200 Jahre lang völlig auf sich allein gestellt waren, genossen die Nachbarstaaten die uneingeschränkte Hilfe der Großmächte. Die Unterstützung des Westens im Kosovo-Krieg von 1999 war kein Sonderweg, sondern die erste, längst überfällige Antwort auf 2 Jahrhunderte systematischer Zerstückelung. Man konnte das Land zerteilen, aber man konnte die Beser nicht brechen. Trotz der Grenzen aus Papier und Stacheldraht blieb der Geist einer ungeteilten Nation lebendig. Es ist die Geschichte einer beispiellosen Standhaftigkeit. Die Vergangenheit Albaniens ist ein Monument der Widerstandskraft. Ein Beweis dafür, dass keine Landkarte der Welt stärker ist als das Blut und das Wort eines Volkes. Die Geschichte Albaniens ist keine Geschichte der Grenzen, sondern eine Geschichte des Überlebens. Was denkst du über den Verrat von 1913? Schreib es uns in die Kommentare. Wenn dir diese Dokumentation geholfen hat, die Hintergründe unserer Geschichte besser zu verstehen, dann teile dieses Video und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.